Der WWE Draft. Eine Geschichte voller Hoffnung, Erfolge und Missverständnissen. Darauf gehen wir ein, auf die Geschichte des WWE Drafts, und damit heißt es Intro ab! Die Reise im DeLorean heute dringend notwendig, weil wir ganze 22 Jahre in die Vergangenheit reisen. Wer weiß eigentlich, aus welchem Zurück in die Zukunft Film dieser DeLorean ist? Kleine Hilfe ist das hier. Er fährt nur mit Müll. Gerne in die Kommentare unten rein, welcher es ist. Und jetzt beginnen wir unsere Zeitreise quasi im Jahr 2002. Der erste Draft. Der Hintergrund war natürlich, dass im Jahr 2001 WWE damals die WCW und die ECW gekauft hatte zu Beginn des Jahres, und dann die Alliance-Geschichte. Beim letzten Video der meisten verkauften WWE Pay-Per-Views hatte ich ja dort die Geschichte schon mit dem Invasion Pay-Per-View erklärt, dass es der am meisten verkaufte Nicht-WrestleMania Pay-Per-View war. Nach der Survivor Series 2001 wurde die Geschichte aufgelöst, die Alliance war besiegt, die Anteile von Shane und Stephanie McMahon wurden verkauft an Ric Flair. Ric Flair und Vince McMahon waren Co-Besitzer von WWE, und das war der Ausgangspunkt für den Draft, der dann im Jahr 2002, zu Beginn des Jahres 2002 angekündigt wurde. Linda McMahon hat diese Ankündigung gemacht. Damals die Brand Extension, die Markenerweiterung. Der Hintergrund ist relativ einfach. Die Kader, beziehungsweise damals der eine WWE-Kader, war extrem groß natürlich, nachdem Großteil der WCW und ECW-Stars bei WWE mit drin war, und du hattest die beiden Shows, Raw und SmackDown. Und die wolltest du natürlich heißt es damals auch noch Sunday Night Heat, nur das waren die beiden Hauptshows. Und diese Idee, dann jeweils exklusive Kader zu haben, mit der wurde ja schon in der WCW damals im Endeffekt gespielt. Dieser Mann, den ihr da oben seht im Video, im Foto mit mir zusammen, den hatte ich ja letztes Jahr persönlich getroffen, Eric Bischoff. Er hatte ja damals die Idee gehabt, Nitro und Thunder genau so auch aufzusplitten. Das war ja damals die Idee hinter der Schöpfung von WCW Thunder, die donnerstags lief. Thunder lief ja vor SmackDown damals. Und weil bei der WCW damals der Kader einfach viel zu groß war, so, und das wollte jetzt WWE in dieser Art einfach durchsetzen. Und WWE war natürlich viel etablierter, auch innerhalb der Fans, und hatte jetzt quasi auch alles. Und dadurch kam der erste Draft zustande im Jahr 2002. Natürlich war die Rivalität von Vince McMahon und Ric Flair das, was das Ganze angetrieben hat. Die beiden wollten sich immer überbieten mit den Drafts. Und der erste Draft-Pick in der Geschichte war The Rock im Jahr 2002. Vince McMahon wählte ihn, denn seine Show war SmackDown. Und Raw war die Show von Ric Flair. Und er wählte den Undertaker. Und gegen den Undertaker stand er bei WrestleMania im Ring ja noch gegenüber. Das war die interessante Konstellation des Ganzen. Da war natürlich schon ordentlich Pfeffer. Und einige Dinge passierten natürlich auch im Jahr 2002. Es sollte halt auch demonstrieren, dass einfach alles möglich ist. Die NWO wurde als komplette Gruppierung damals gewählt. Das war ja bei Raw dann das Ganze, wo die NWO zu sehen war. Nur die NWO war bei WWE auch im Jahr 2002 einfach verflucht. Hollywood Hulk Hogan, so ist er zurückgekehrt bei No Way Out 2002, nur das Ganze hat sich ja schon gewandt, weil die Fans hatten ihren Hulk Hogan endlich wieder, und er war dann nicht mehr Teil der NWO, er war nicht mehr, also er war schon immer noch angekündigt als Hollywood Hulk Hogan, auch Triple H. No, wenn man so will. Die NWO selber, Scott Hall hatte persönliche Probleme, so wird es dann immer, Personal Demons, immer schön umschrieben. X-Pac war nicht mehr der X-Pac, der er im Jahr 98, 99 war, und Kevin Nash hatte einige schwere Verletzungen einfach nie richtig auskuriert und dadurch auch sehr anfällig gewesen. Da sind einige geschmacklose Memes dann immer im Internet unterwegs von Leuten wahrscheinlich, die nie solche Verletzungen selber hatten. Und
Deshalb war das so eine Geschichte, die sich nicht sehr positiv entwickelt hat. Da war mehr Hoffnung drin und war dann im Endeffekt eine Enttäuschung. Um zu beweisen, was dann noch alles möglich ist, die Dudleys wurden damals auch gesplittet. Devon war dann der Reverend Devon bei SmackDown. Der Deacon Batista kam dadurch natürlich auch mit ins Spiel. Das war natürlich auch eine sehr interessante Geschichte, die da mit ins Spiel gekommen ist. Bubba Ray war dann alleine bei Raw unterwegs, hatte plötzlich kurze Hosen an. Das war so das meiste, was gezeigt wurde. Nur dieser Dudley-Split hatte er das Gegenteil erreicht und ein Jahr später war das Ganze auch schon wieder aufgeteilt. Interessant beim Draft war es natürlich so, was passiert mit den Titeln? Denn die Titel sind natürlich überall immer ausgefochten worden. Doch wir hatten einen Undisputed Champion, denn die Ironie war ja dadurch, dass die WCW mit im WWE-Fernsehen war. Im Jahr 2001 gab es ja den WCW Champion und bei Vengeance, jeder weiß es, Chris Jericho, hat Stone Cold Steve Austin und The Rock am selben Abend besiegt, um Undisputed Champion zu werden. Triple H war dann Undisputed Champion, er hatte noch die 2 Titel und irgendwann, dann wurde dieser Mann Hulk Hogan Undisputed Champion und er hatte nur noch den einen Titel. Und dieser eine Undisputed Champion sollte bei beiden Shows antreten. Sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Es wurde immer ein Herausforderer abwechselnd gestellt, gegen den der Undisputed Champion jeweils im Monat antreten sollte. So war das ursprüngliche Konzept des Ganzen. Und außerdem war es so, dass die Titel, Intercontinental-Titel natürlich aufgeteilt wurden, Women's-Titel wurden aufgeteilt, Tag-Team-Titel ebenfalls. Das Interessante an der ganzen Geschichte war, die Tag Team Champion Titel waren eigentlich bei Raw, später bei SmackDown. Also es war relativ undurchsichtig, das Ganze zu sehen. Außerdem wurden die vielen Titel vereint. Der European Titel und der Hardcore Titel wurden auch in dieser Phase vereint zu einem Titel und dann der European Titel mit dem Intercontinental Champion Titel. Das heißt, es fielen sehr viele Titel einfach weg. Und in dieser ganzen schnellen Entwicklung, die wir da haben, kam es, dass der Undisputed Champion als Brock Lesnar dieser wurde, nach dem SummerSlam exklusiv bei SmackDown auftrat, obwohl er am Anfang noch bei Raw war. Ihr merkt, am Anfang war das noch sehr ein Selbstfindungsprozess, dieser erste Draft. Auch der Undertaker, was ich vorhin gesagt habe, der bei Raw war, der tauchte dann auch im August, ich glaube, das war wirklich der letzte Tag im August vom Jahr 2002, dann bei SmackDown auf. Und dadurch entstand ja diese Legende des Undertakers bei SmackDown. Er war ja bis 2011, bis es nicht mehr diesen Brand-Split oder Raw SmackDown gab, als das Ganze aufgelöst wurde im Jahr 2011 und die Raw Super Show entstanden ist, war er bei SmackDown und er war das Aushängeschild bei SmackDown. Und ich kenne es, weil ganz einfach hier in Deutschland, wo lief es damals? War es da schon Sport 1 oder war es noch DSF? Ich glaube, es war dann schon Sport 1. Samstags immer der Undertaker zu sehen war quasi. Und Batista war ja auch einer der großen Namen bei SmackDown. Nur so weit waren wir ja noch gar nicht im Jahr 2002. Das war die Ursprungsgeschichte. Was dann sich entwickelte im Jahr 2002, waren exklusive General Manager. General Manager sind keine neue Positionen im Wrestling, ganz im Gegenteil, das sind die klassischen Commissioner. Bei der WCW damals im Jahr 94, ja 94 war es Nick Bockwinkel, bei Smoky Mountain Wrestling Bullet Bob Armstrong, auch ein sehr bekannter natürlich gewesen. Wahrscheinlich fällt jedem von euch jetzt auch der eine oder andere Commissioner. Sergeant Slaughter natürlich auch bei WWE im Jahr 97 gewesen. Du hast diese Position, diese Autoritätsperson ehemaligen altgedienten und respektierten Wrestlern gegeben, weil sie das Ganze ausstrahlen konnten. Und du brauchtest immer eine Figur im Endeffekt in den TV-Sendungen, die die Entscheidungen trifft. Dafür sind diese Positionen einfach wichtig. Und General Manager war dann der neue Begriff, der sich bis heute ja tatsächlich etabliert hat. So wie wir es haben, jetzt ist die General Manager-Position eher eine ausführende Rolle. Damals war es wirklich diese große Autoritätsrolle, die wir da hatten. Und wer kam da ins Spiel? Eric Bischoff, er wieder. Der Mann kam da ins Rennen.
Was natürlich ironisch war, dass ausgerechnet Eric Bischoff der einzige Mann, der es geschafft hatte, Vince McMahons WWE zu besiegen in dieser Form 83 Wochen lang. Und ja, dann war er an der Seite von Vince McMahon zu sehen. Diese ganze Anspannung wurde natürlich ein bisschen genommen, weil plötzlich umarmen sie sich und er war der neue Raw General Manager im Jahr 2002 geworden und auf der anderen Seite Paul Heyman. Und da entstand natürlich etwas ganz Interessantes. Während dieses ganzen Selbstfindungsprozesses hat Paul Heyman auch natürlich die Verantwortung tatsächlich hinter den Kulissen übernommen für SmackDown. Und Raw war so diese stargepackte Show, die wir da drin hatten. Was sollte SmackDown sein? Und Paul Heyman, man könnte sagen Querdenker, hat seine eigene Idee. Er war der alte ECW-Boss und er war nicht der Schöpfer. Er hat ja Eastern Championship Wrestling zu Extreme Championship Wrestling gemacht. Daher hat er wirklich Ideen, die er dann auch konsequent durchsetzen will und da eine gute Emotion hinterpacken will. Und bei SmackDown war es dann so, dass er selber gesagt hat, gib mir Guerrero, gib mir Edge, gib mir Rey Mysterio, gib mir Benoit. Er hat Chavo noch dazu gehabt und Kurt Angle. Die berühmten SmackDown 6. Und dann war es so, okay, ja, so ungefähr. Die meisten dachten, naja, du willst jetzt das Kanonenfutter quasi von Raw der NWO haben und daraus eine Sendung machen. Und dann hat er daraus auch noch ein Team gemacht. Edge und Rey Mysterio, Edge und Chavo zusammen, Kurt Angle und Benoit zusammen. Und SmackDown hatte überhaupt gar keine Tag Team Division zu der Zeit. Es gab keine Tag Team Abteilung, weil die Tag Team Titel zu der Zeit bei Raw waren. Wir reden auch noch von einem Titel zu der Zeit. Also es war einem Tag Team Titel. Natürlich, die ersten Tag Team Champions wurden dann aus diesen 3 Teams auch noch gekürt. Das kam dann dazu. Nur für ihn war der Sinn dahinter, dass er diese 6 hat. Er hat erstmal eine hammerharte Tag-Team-Abteilung, weil er die so zusammen aufstellen konnte. Plus, er konnte sie in Matches gegeneinander stellen, in verschiedensten Konstellationen, in den jeweiligen Main-Events. Und so hat SmackDown sein Alleinstellungsmerkmal. Und das hatte es. Was im Jahr 2002, es war so dieses berühmte, als Zuschauer habe ich damals schon SmackDown sehr geliebt, mir das Ganze anzusehen, weil es kam wie so ein frischer Wind durch. Und ich weiß, No Mercy 2002, da waren diese Tag-Teams eben auch im Mittelpunkt. Das ist sehr bei mir einfach in Erinnerung geblieben. Also das kann ich euch da sehr ans Herz legen, das Ganze euch mal anzusehen. Schaltet da gerne ins WWE Network, da könnt ihr euch die Sachen ja durchbingen. Also wenn ihr durch diese Anfangsphase, die im Draft entstanden ist, euch das Ganze mal reinzieht, werdet ihr eine ganze Menge Spaß haben. Und da haben sich dann die Kader auch schlussendlich irgendwo kristallisiert. Du konntest diese ursprüngliche Geschichte mit SmackDown ist The Rock, Raw ist Steve Austin, die Show, die er geprägt hat, ja auch nicht so wirklich machen. Steve Austin war Anfang des Jahres 2002 weg, dann war er wieder da. Später, das lief alles nicht ideal, wie es hätte laufen können, um den Draft wirklich so richtig grandios auch laufen zu lassen, weil die Idee finde ich persönlich sehr cool. Mich würde interessieren, wie ihr dazu steht, weil wir haben das Ganze ja wieder. So, der Draft, wie er in der ursprünglichen Form war, der war sehr angelehnt natürlich an eine Präsentation in den USA, wie wir es bei der NFL und bei der NBA kennen, wo die General Manager rauskommen und dann ihre Picks treffen. Das ganze Prinzip wurde dann aufgelöst durch eine Draft-Lotterie. Lotterie im wahrsten Sinne des Wortes, da war eine Trommel 2004 und dann wurde gedreht und gezogen. Da gab es auch immer andere erste Draft-Picks natürlich. Ich hatte auf TikTok so eine Fotoslideshow gemacht mit den ersten Draft-Picks und 2007 war der erste Draft-Pick Great Khali. Dann kam die Frage, wieso war denn der erste Draft-Pick Great Khali? Da war es dann, ich glaube sogar nicht nur Lotterie, wo gezogen wurde, sondern nee, 2007 müsste es definitiv mit auf dem Titantron, auf dem Screen, kamen dann einfach alle Bilder und irgendwann hielt es bei einem an und das war halt der erste Great Khali. 2004, damit ich nochmal chronologisch zurückgehe, war der erste René Dupré. Der erste Draft-Pick René Dupré. Und denken die mal, hey, warum? Den sehe ich jetzt in Deutschland beim Indie-Wrestling relativ viel.
Er war damals 20, als 19-Jähriger kam er zur WWE. Große Hoffnung, er hat den geilsten Tanz gehabt. Also das kann man mit den Füßen nicht sehen. Jetzt bin ich aus dem Bild gehüpft. Er hat den geilsten Tanz. Ich tanze jetzt sogar bei den Videos. Unglaublich. Und plugge dabei gerne meine Tasse auf getshirts.de/valandizanti. Und ein Gruß an die Kollegen vom SA Wrestling Shop. Da bekommt ihr natürlich auch alles. Alles nur ein bisschen, damit ich Ingwer Kurkuma trinken kann. Nicht vergessen. Beim letzten Video habt ihr, glaube ich, meine Stimme gehört, oder? Die waren aber echt angeschlagen. Und beim Kommentieren von SmackDown ist mir innen drin die Luft weggeblieben. Wir müssen ja reinziehen. Du kommentierst halt. Du hörst das Interview oder was auch immer der Wrestler im Ring sagt. Und gleichzeitig redest du hörst deine Stimme und das zu machen, dieses Synchronübersetzen, das hat mich so fertig gemacht. Ich habe gemerkt, dass mein Kopf da echt noch nicht so frisch war und dann blieb mir die Luft auch noch weg, weil es entzündet war. Kurze Randnotiz da in einen Einblick in das Leben eines Wrestling-Kommentators. So, jetzt können wir weitermachen. René Dupré, der Tanz 2004. Ihr merkt, die ersten Draft-Picks haben sich so ein bisschen verändert. Da war es dann, 2008 war es Rey Mysterio, da war es auch so, dass Triple H ein Match gewonnen hatte und dann kam wieder dies auf dem Screen, bumm, Rey Mysterio kommt raus und die ersten Picks waren dann eher Teil eines ganzen. MVP 2009, Kelly im Jahr 2010, kurz danach Big Show noch dazu. Kelly war sehr, sehr, sehr populär, nur da sind wir wieder beim Thema. Die Drafts haben einerseits große Hoffnung natürlich auch immer bei den einzelnen Superstars bewirkt. Okay, das kann ein Karriereschub werden. Ich kann etwas erzeugen. Betrachten wir das Jahr 2005 oder der Split war ja schon vorher mit Bradshaw und Farouk, der APA. JBL wurde eine große Erfolgsgeschichte und später WWE Champion, der damals am längsten amtierende WWE Champion der letzten 10 Jahre. Was er eben da auch wurde. Also da bekamst du etwas ganz Großes. John Cena war der erste Draftpick im Jahr 2005 und diese Bilder wurden immer und immer wieder gespielt und wir hören quasi auch, wie das Publikum dabei explodiert ist. Cena war 2004 WWE Champion, nur er war eigentlich die zweite Geige hinter Batista und Triple H, dieser großen Rivalität, die wir da gesehen hatten in den Jahren überhaupt zuvor. Und da war er so, 2005 John Cena, habe ich gerade 2004 gesagt, 2005 war natürlich John Cena der erste Draft-Pick. Doch Batista war eigentlich derjenige durch die ganze Geschichte mit Evolution und Triple H im WrestleMania Main Event, das Vengeance Match, das Hell in a Cell Match, das sie hatten, die 3 Pay-Per-View Main Events hintereinander, war Batista der Nummer 1 Champion. Und jetzt musste John Cena in diese Führungsposition auch erstmal rein. Das hatten wir gerade aktuell mit Solo Sikoa besprochen, nicht wahr? Da war es ja auch Führungsposition, musste erstmal reinkommen. Also auch das war ein Karriereschub. Mark Henry, als er war zwar auch ganz am Anfang zu SmackDown getradet, 2002. 2011, was verbinden wir? Er war bei SmackDown, hat seinen Riesenlauf, die Hall of Pain. Das war durch diesen Brand-Split überhaupt möglich, dass er bei SmackDown, exklusiv bei SmackDown, dieses Rampenlicht bekam. Christian wurde dadurch World Heavyweight Champion. Edge hat seine Show geprägt. Zu Edge fällt mir auch eine schöne Geschichte ein, weil wir reden viel davon, dass Edge natürlich Ende der Nullerjahre und natürlich bis zu seinem Karriereende SmackDown geprägt hat. Er war am Anfang und er war ja nicht durchgehend bei SmackDown. Ich hatte vorhin dieses Beispiel gesagt, dass er 2002 zu diesen SmackDown 6 gehörte. Dann war er verletzt, schwer verletzt. Er kehrte zurück und er wurde auch noch quasi gedraftet zu Raw im Jahr 2004. Und das Interessante ist, er selber hat gesagt, er wollte nicht zu Raw. Ihm hat es gefallen, wie er bei SmackDown war, welche Rolle er da spielte und er hatte Angst, dort unterzugehen bei Raw. Dass er war noch nicht auf diesem Top-Main-Event-Level, wie er es quasi gerne gehabt hätte. Nur er war sich sicher, bei SmackDown hätte er es erreichen können. Und trotzdem, dann kam er bei Raw und er schaffte es. Natürlich auch das Wichtige, dieser Charakterzug, dieser Gimmickwechsel, der dazu kam, zum Ultimate Opportunist, habe ich fast noch gesagt.
Ich glaube, ein paar wissen, was ich gerade angesetzt hatte zu sagen. Und das war ja der Riesenkarriereschub für ihn. Daniel Bryan bei SmackDown, wenn er nicht bei SmackDown die ganze Zeit gewesen wäre, da wäre das wirklich so eine riesengroße Karriere gewesen. Er wurde World Champion. Es gab ja sogar 2 Money in the Bank Matches, den Raw-Vertrag und den SmackDown-Vertrag. Ich bin glücklich, dass es jetzt nur einen gibt tatsächlich. Also da sind so viele Geschichten durch den Draft entstanden, Hoffnungsgeschichten. Natürlich auch Dinge, die nicht so wirklich ideal liefen. Wo es eine Hoffnungsgeschichte hätte sein können, mir fällt aus irgendeinem Grund Great Khali an. Great Khali, hatte ich gerade gesagt, 2007. Er kam und er wurde ja sogar World Heavyweight Champion. Nur die Hoffnung, die du da reingesteckt hast, durchaus als verantwortlich, ich meine, der ist eine Riesenerscheinung, hat nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Dürfen wir auch in der Form sagen, ganz ehrlich, hat nicht geklappt. Die ECW, die 2006 dazu kam, gerade am Anfang eines Projekts war WWE zu dem Zeitpunkt, wir stecken alles rein und da gibt es keine Zweifel dran. Es war kein richtiger Draft im Jahr 2006. Es war so ein halber Draft. Paul Heyman konnte die neu aufgelebte ECW wieder aufleben lassen und da kam Kurt Angle ins Boot 2006. Die neue Vision, wie er es im Ring zu Mick Foley gesagt hat, der ECW. Und da dachte ich auch, ja, das ist es. Nur auch dieses ECW-Thema hat sich dann ja auch mehr oder weniger verflüchtigt, weil die Erwartungen einfach so hoch gesteckt waren. Das ist immer ein großes Problem beim Wrestling. Wenn du die Erwartung so hoch steckst, dann explodieren die Erwartungen, die verzehnfachen sich innerhalb der Köpfe von Fans. Und wenn sich das dann noch multipliziert, kannst du die Erwartungshaltung nicht erfüllen. Deswegen musst du als Wrestling-Booker sogar eher die Erwartungshaltung sehr, sehr, sehr klein halten, weil das schon genügt. Und das ist natürlich auch ein Learning, das du dann eben haben kannst. Wenn du immer wieder kommst, ey, ich habe eine ganz große Ankündigung, das ist brandgefährlich. Große Ankündigung heißt, Arnold Schwarzenegger wird da sein. Das funktioniert nicht. Wie viele Jahre war immer gedacht, ja, jetzt kommt The Rock, ja, jetzt kommt The Rock, ja, jetzt kommt The Rock. Nein, es war immer, es gibt nicht die zweitgrößte Lösung, wenn du eine Ankündigung machst in den Gedanken der Fans. Es gibt immer nur die größte. Und das ist halt so. Du denkst immer an das Größte, denkst nicht an die zweitgrößte Lösung. Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich, mit Erwartungshaltungen auch umzugehen über viele Jahre. Und das ist dann beim Draft auch eben so eine Sache. Manchmal scheitert es eben auch. Der Draft war dann natürlich 2011 vorbei, weil es nicht mehr Raw und SmackDown als getrennte Shows gab. Über diesen Zeitraum können wir so oder so reden, wie er dann im Endeffekt ausgegangen ist. Es gab natürlich auch Erfolgsgeschichten wie CM Punk 2009 zu SmackDown gegangen sein. Diese große Rivalität mit Jeff Hardy, die hat natürlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Sekunde, um die alten Trades quasi noch abzuschließen. Entschuldigt, Kehle befeuchten. Bei so einem langen Video auch mal notwendig. Ich glaube, ich muss mir hier so einen Hocker hinstellen, damit ich das dann habe. Paul Heyman als SmackDown General Manager wurde zu Raw getradet, sage ich jetzt schon. Getradet habe ich gesagt. Da fällt mir eine schöne Geschichte ein. Unglaublich. Wurde zu Raw gedraftet durch diese Lotterie. Da hat Eric Bischoff, da ist er wieder, hat ihn gezogen. Und dann hat Paul Heyman quasi gesagt, ey, ich hör auf, ich mach das nicht, dass ich als SmackDown General Manager plötzlich unter Eric Bischoff bin. Und I quit. War einfach angespielt, weil viele auch im Football sagen, wenn ich zu diesem Team gedraftet wäre, beende ich meine Karriere. Ich höre auf, ich spiele nie wieder. Und natürlich spielen die ganzen Footballspieler die ganze Zeit. Die haben so wenig Profijahre durch den Footballsport einfach, dass das immer leeres Gelaber ist von denen und das wurde da so ein bisschen auch auf die Schippe genommen, was gemacht wird. Paul Heyman kehrte dann ja auch kurz danach bei SmackDown als Manager zurück. Da gab es ja dann im Jahr 2004 diese Auseinandersetzung mit den Dudleys gegen den Undertaker, die dann auch beim einen oder anderen Pay-Per-View, ich glaube bei Judgment Day war das, ja, das Concrete Crypt Match. Da ich Trade gesagt habe, ist mir natürlich auch jetzt, sind mir zwei Sachen eingefallen, die dann auch so eher zu den
sagen wir, Hoffnung, die zu nicht günstigen Ausgängen dann ausgegangen ist. Triple H wurde 2004 nämlich von Raw zu SmackDown gedraftet. Und Triple H war Aushängeschild von Raw und Anführer von Evolution. Und da war dieses berühmte, er wurde gezogen, er spuckt das Wasser währenddessen aus, alle schockiert in der Umkleide zu sehen. Das fand ich auch übrigens ein geiles Bild, dass das immer in der Umkleide zu sehen war, wie die anderen reagierten. Und dann war es so, dass im Endeffekt am Ende eine Sendung später, als eigentlich feststand, okay, Triple H ist bei SmackDown wurde dann gesagt, nee, Triple H ist nicht bei SmackDown, weil im Endeffekt hat Eric Bischoff ihn zurückgetradet zu Raw und dafür gab es dann Booker T und die Dudleys für SmackDown. Und ich glaube auch Rico und Jackie Gator kamen dazu. Also die drei auf jeden Fall waren dann quasi der Rücktrade, dass Triple H bei Raw bleiben konnte. Außerdem 2011 beim vorerst letzten Draft war John Cena der erste Draft zu Beginn des Abends von Raw zu SmackDown. Und er war ja das Aushängeschild von Raw. Ich hatte ja gesagt, als er gedraftet wurde. Und am Ende des Abends wurde er wieder zurückgedraftet. Das hat schon damals so ungefähr beschrieben, wie die Stunde geschlagen hatte für diese Trennung von Raw und SmackDown, die einfach nicht mehr existent war, leider. Und dann kam natürlich nach der langen Durststrecke, möchte ich mal dazu sagen, 2016 die Rückkehr des Ganzen und wir haben wieder einen Draft gehabt und NXT hat auch eine Rolle dann gespielt. Das war unsere neue Zeit und das Besondere, gleich mal beim ersten Draft, weil NXT hatte ja schon vor Aufsehen gesorgt. Die ganzen Jahre zuvor war ja damals Triple H's Baby, das er aufgebaut hat. Und das Aushängeschild zu der Zeit bei NXT, zu der Zeit habe ich ja noch NXT damals kommentiert auf Pro7 Fun, war Finn Balor als NXT Champion. Er hat diese große Rivalität mit Samoa Joe gehabt. Damals wurde ja noch Takeover London, ich weiß, auch hier auf Pro7 Max übertragen, dass wir damals zu dritt kommentiert hatten. Das war mein erster und einziger WWE Pay-Per-View, wenn man so will. Danke dafür. Das ist unglaublich. Und Finn Balor war unter den ersten Top 5 Picks überhaupt. Da war er, ist wieder schön aufgezogen. Aufs Podium kamen die Verantwortlichen. Dann kam ja Mick Foley im roten Raw-Shirt und Stephanie McMahon im roten Raw-Kleid raus. Und Finn Balor wurde vor Seth Rollins und Roman Reigns gedraftet. Und Finn Balor war auch eine Erfolgsgeschichte am Anfang. Das berühmte, er war 2016 dann der erste Universal Champion. Das sollte ja der exklusive Titel von Raw sein. Das Unglückliche war natürlich, dass er sich an der Schulter verletzte und den Titel abgeben musste. Und dem ist er ja viele, viele Jahre hinterhergelaufen. Und jetzt hat er ja eine sehr feste Position und ist auch als Charakter gefestigt innerhalb von Judgment Day und ist auch, also wir reden jetzt nicht mehr erst der erste Universal Champion aller Zeiten und über das, was er mal war, sondern über das, was er jetzt ist. Und das ist dann auch für ihn als Charakter, was ihm das Wichtigste ist, auch in Finn Balors Karriere jetzt auch so schön anzusehen und auch anzuerkennen. War damals ein sehr interessanter Draft natürlich. 2017 wurde es dann umbenannt zum Superstar Shake-Up, denn es werden die Dinge aufgerüttelt. Und 2017 kam ein Name, kommt mir ein Name, der als erster quasi gezogen wurde in den Sinn, nämlich Apollo Crews. Und Apollo Crews hat ja so ein Hin und Her. Es heißt immer dieses, er ist technisch so versiert. Also wenn jemand im Wrestling nicht technisch versiert ist, dann toll. Das ist so ungefähr, als wenn ich sagen würde, ein Auto fährt. Das tut mir leid, bei aller Liebe. Das ist nicht der Gradmesser, sondern was für einen Charakter kannst du daraus ziehen. Und Apollo Crews wurde nie die Hoffnungsgeschichte. Also manchmal willst du durch einen Tapetenwechsel jemandem einen Karriereschub besorgen. Es hatte da nicht gelangt. Es kam erst eher später, als er dann Intercontinental Champion wurde, United States Champion wurde. Das hat ihm eher so ein bisschen geholfen, so ein bisschen Schwung in seine Karriere zu bringen. Und solche Sachen können wir dann halt eben auch mal erwarten. Okay, wer wechselt die Seiten, wer wechselt die Show, damit... Also manchmal kann es auch der letzte Hoffnungsschimmer sein.
Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wo es natürlich nicht der letzte Hoffnungsschimmer war, sondern wirklich gezielt, weil das wird jetzt ihre Zeit, war Becky Lynch 2019. Ohne jede Frage. Becky Lynch als The Man hat sich dann natürlich etabliert. Da war klar, sie war ja SmackDown-Star. Ich weiß, damals beim Kommentieren hat es mir so ein bisschen wehgetan, weil sie hatte gerade zu der Zeit im Vergleich zu allen anderen unglaublich hohes Unterscheidungsmerkmal gegenüber allen anderen, die aufgetreten sind. Und das hat Spaß gemacht, die Sendung zu kommentieren und euch dann auch zu präsentieren. Deshalb war so, Becky Lynch jetzt weg von SmackDown. Und das war mir dann schon klar, dass das natürlich für sie ein sehr, sehr großer, wichtiger Sprung ist. Und dann sie hat ja eiskalt diese Rolle dann auch ausgefüllt und sehr gut ausnutzen können, was ja im WrestleMania Main Event auch mündete gegen Charlotte Flair und Ronda Rousey. Beziehungsweise das war ja ihre Zeit, was das Ganze bestätigte, dass Becky Lynch zu der Zeit wirklich unangefochten ein Star war. Ein weiterer, es gab ja durch den TV-Wechsel, SmackDown kam ja zu Fox im Jahr 2019, das heißt, wir hatten auch eine Zeit, wo zweimal im Jahr die Drafts stattfanden und im April war es The Miz, der erste Draft-Pick war und später kam dann immer einer, der quasi dauerhaft der erste Draft-Pick war im Verlauf des Jahres, Roman Reigns. Und dadurch, dass WWE bei Fox war, was eben sehr großer Sender in den USA ist, was auch eine andere Art von Verbreitungsweg auch dazu kommt, war Roman Reigns das Aushängeschild von SmackDown die vergangenen 5 Jahre. Nur wir haben am Anfang noch den Roman Reigns, den Big Dog, gehabt. Und der Big Dog Roman Reigns war nicht das, was wir jetzt die letzten 4 Jahre, ja, knapp 4 Jahre gesehen hatten, denn den Tribal Chief, den Stammeshäuptling, der eine komplett neue Ära quasi gegründet hat. Doch Roman Reigns ist jetzt die letzten Jahre immer der Nummer 1 Draft-Pick gewesen, natürlich an der Seite der Bloodline. Und das sind so die letzten Erfolgsgeschichten, denn Roman Reigns hat SmackDown zu seiner Show gemacht. Er hat auch ganz WWE natürlich dadurch einen komplett neuen Anstrich verpasst und dafür war auch diese Trennung sehr wichtig, weil Roman Reigns ist sehr rar gesät, so wie Oldschool und auch Top-Boxer. Wir waren, was heißt verwöhnt? Es ist nicht verwöhnt, weil ich bin gerade im Jahr 2000, ich werde bald endlich mal das 99er Jahr, das ich gebingewatcht habe, hier auch zeigen. Wenn die Stars die ganze Zeit auftreten, es verbraucht sich viel zu schnell. Und auch hier Hulk Hogan ist zwar immer unterwegs gewesen bei Hausshows, nur nicht immer im Fernsehen. Und dadurch ist es was Besonderes. Und Roman Reigns durch getrennte Shows und dann auch noch immer mal wieder ist eine Attraktion. Und sowas wieder zu erschaffen im Wrestling ist eine der größten Erfolgsgeschichten, die WWE in den letzten Jahren oder dem Wrestling allgemein dadurch gelungen ist. Und der Draft hat dabei eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Und das möchte ich hier nochmal einmal da hervorheben. Jetzt ist natürlich die Frage für uns, wie ist die Aussicht nach all dem, was wir hier gesagt haben? Wir haben Erfolge, wir haben Missgeschicke, Misserfolge gehabt. Was ist die Hoffnung von euch, was wir sehen könnten? Wir haben natürlich gehabt, dass immer dritte Shows auch dabei waren. Das wird ja dieses Jahr genauso sein, das NXT. Wir hatten auch mal eine Phase natürlich, wo 205 Live ebenfalls im Draft war. Da war Cedric Alexander wahrscheinlich so eine der größten Hoffnungen, als er zu Raw getradet wurde. Und dann war es so erstmal, war dann doch nicht so, bis er im Hurt-Business war. Jetzt wird es wieder so sein. Welche Person könnte dieses Jahr den Draft in irgendeiner Form prägen, ist die Frage. Wird es Gunther sein oder braucht Gunther gar nicht den Draft, um WWE zu prägen, ist die Frage. Werden Tag-Teams wieder gesplittet? Wird jemand vielleicht da noch neu dazu kommen? Wobei, dann müsste es auch wirklich so eine Geschichte sein, auf die wir, ich weiß es nicht, also diese Rückkehrgeschichte habe ich nicht so wirklich eingeschlossen, weil die Rückkehrer kannst du unabhängig vom Draft machen, meiner Ansicht nach. Der Draft ist eher dieses bestehende einmal auf links drehen und eine neue Funktion geben und vor allem, wie lange hält es, weil wir blicken natürlich auf das nächste Jahr, das WWE noch einmal ändern wird, wo Raw bei Netflix, ich wiederhole, nur Raw ist bei Netflix. Natürlich mit den Pay-Per-Views auch dazu. SmackDown geht aufs USA Network zurück. Also alle glauben, das verschwindet irgendwo und auch übrigens hier in Deutschland, es bleibt ja hier.
da sind ja auch viele Gerüchte, die ich teilweise gar nicht verstehen kann, wie die da entstehen können. Es sind ja Verträge, die eingehalten werden müssen. Also, was sind da die großen Hoffnungen, wenn ich jetzt so währenddessen drüber nachdenke, welches Tag-Team solltest du splitten oder welches, ich weiß es nicht. Also für mich ist so, ich bin erstmal froh, wir haben ja erstmal jetzt auch die Titel so verteilt, wie es ist. Das sind ja auch Entwicklungen, die gekommen sind. Der US-Title, das habe ich gar nicht so erwähnt, der kam ja aus der WCW dann im Jahr 2003 durch den Draft wieder zurück. Der Big Gold Belt, durch den Draft kam er im Jahr 2002 wieder. Also es sind schon einige Dinge, von denen wir profitiert haben, dass wir diesen Draft haben. Ich glaube an Titel nicht, denn wir haben das schon quasi geregelt durch die neuen Titelgürtel, die wir haben, durch den Champion. Offiziell ist ja Cody Rhodes jetzt bei SmackDown. Ich weiß nicht, ob er durch den Draft offiziell untermauert wird, denn du musst ihn ja picken. Es wird keine Lotterie sein. Und das würde das Ganze natürlich untermauern, dass die Champions da sind, wo sie hingehören. Ich hätte vor Rhea Ripleys Verletzung gedacht, Rhea Ripley wird zu SmackDown kommen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, okay, Bayley, gegen wen sollte sie sonst bei SmackDown sein? Könnte jetzt bei Raw. Du bringst durch den Draft natürlich auch frische Matchups. Sami Zayn wäre für mich so ein Tipp, dass er zu SmackDown zurückkehrt. Natürlich hast du dann wieder diese Gefahr, dass du wieder nur Sami Zayn, Kevin Owens untereinander siehst. Andererseits, die beiden schaffen es immer wieder da, frischen Wind reinzukriegen und im Hinterkopf diese Bloodline-Geschichte habe ich halt auch noch. Jay scheint so, also für mich scheint es eher so, dass er bei Raw leider, ich würde ihn gerne jede Woche kommentieren, scheint so, dass er da so dieses Top-Aushängeschild werden kann bei Raw und da mit anläuft. Wäre für mich mal interessant zu sehen. Andererseits, es sind alle Optionen offen. Viel kann passieren, viel kann spekuliert werden und das ist das Schöne. Ich bin sehr gespannt, wie eure Gedankengänge dazu sind. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen, was beim Draft alles passiert. Tatsächlich den interessantesten Draft fand ich im Jahr 2005. Ich hatte euch ja das Ganze gesagt, im Jahr 2005 war es ja John Cena der erste, Batista der letzte Draft. Die World Champions haben gedreht, wo am Ende Teddy Long mit diesem Beutel, wo der neue SmackDown-Champion-Titel drin sein sollte und JBL bekommt ihn jetzt und sagt, ein Pick haben wir noch und das ist Batista. Weil der Draft einfach einen Monat lang ging. Er wird nicht dieses Jahr einen Monat lang gehen, sondern über 2 Tage, also es geht los bei SmackDown und dann die Folgewoche bei Raw und dann werden wir uns mal genau unterhalten danach, wie der Kader aussieht. Das war die Geschichte. Es war eine sehr lange Geschichte. Danke, dass ihr bis dahin da geblieben seid. Das hat mich sehr gefreut. Ich werde langsam wieder mal den DeLorean auspacken. Wir sind ja eigentlich schon in die aktuelle Zeit wieder zurückgefahren. Dann sind wir nämlich hier. Ich wollte noch einen Schluck nehmen. Und abräumen. Gut, gar nicht mehr lange nachreden, weil ich mache das Set hier schon kaputt. Deshalb denkt dran, im April Code Valandi15, da bekommt ihr natürlich im WWE Euroshop, danke an Fanatics, weil ich offizieller Partner bin, bekommt ihr 15% von mir auf euren Kauf im WWE Euroshop. Ansonsten mein Merch, getshirts.de/ValandiZanti. Gerne scannen ihr. Ich werde den Euroshop-Link hier rein scannen. Wenn ihr Fragen habt, gerne rein. Wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne auch rein. Ich werde demnächst, das wollte ich noch als Aussicht geben, ein Zuschauer-Special machen, weil mir gefallen eure Kommentare so. Ich habe es ja immer wieder gesagt und ich will dem Ganzen auch ein bisschen Tribut zollen, weil manche Sachen wird dann ein längeres Video, bin ich mir relativ sicher. Es sind so sehr, sehr verschiedene Themen, auf die ich eingehen möchte. Und also wenn das Video so lang wird wie heute, dann wird das schon heftig. Also viele Gedanken, ihr habt gemerkt, ich habe es versucht chronologisch zu machen. Es sind viele dazwischen gekommen. Ich hoffe, die Erinnerungen konntet ihr mit mir teilen. Und auch vor allem die Sachen mit Sport 1 mit Samstag finde ich so geil und jetzt kommentiere ich das halt. Ich wünsche euch eine schöne Wrestling-Woche, freue mich, dass ihr hier bei mir auf dem Channel seid, folgt mir natürlich auch gerne auf Instagram, @ValandiZanti, auf TikTok, da bin ich auch unterwegs, schalte die Benachrichtigungen ein. Ich werde noch in die Community natürlich, wenn ihr es wollt, nochmal den 15% Rabatt reinmachen, damit ihr ihn jederzeit zur Verfügung habt. Ab in die Zeitmaschine und ich wünsche euch eine schöne Wrestling-Woche. Bis nächstes Mal. Tüdelü!
Und jetzt muss ich das Set aufbauen.